Meine Damen und Herren, Außenstütze der Lately Show in Berlin. Das sind die Lately News. Alles andere da draußen sind nur Fake News. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Im Zuge der vielen Dieselskandale drohen immer mehr Fahrverbote für betroffene Dieselfahrzeuge, wie bereits in Hamburg oder in Stuttgart. Und eigentlich sind auch mittlerweile schon 8 Straßen in Berlin von diesen drohenden Fahrverboten betroffen. Zudem soll es zusätzlich auf insgesamt 33 Straßenabschnitten eine Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung von 30 anstatt 50 km/h geben. Eigentlich, denn das hier wäre nicht Berlin, wenn wir das hinbekommen würden. Denn vor allem konnte die Finanzierung des Kaufs der Schilder bisher einfach nicht realisiert werden. Außerdem kann man die Schilder nicht einfach so aufstellen, sondern für das sogenannte Masten benötigt das Land Berlin erst einmal Tiefbaufirmen, die diese Löcher für die Schilder ausheben müssten. Und gerade das Ausheben von Löchern kann in Berlin schnell zu einem Problem werden. So wollte man eigentlich vor 10 Jahren nur ein Stoppschild in Mitte setzen, jedoch buddelte die Tiefbaufirma so lange, bis aus dem Stoppschild eine eigene 500 Kilometer lange U-Bahn-Linie wurde. Auch der BER sollte nur ein Kinderklettergerüst werden und ich glaube jeder weiß, was dann daraus wurde. Genau, ein unterirdischer Schiffshafen. München. Viele Arbeitgeber versorgen ihre Mitarbeiter nicht nur mit dieser super spannenden und zumeist hochmotivierenden sogenannten, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Arbeit, sondern bieten ihren Mitarbeitern auch immer mehr Frühstücksmöglichkeiten an. Denn wo kann man besser über die tollen Aufgaben sprechen, als bei einem unbelegten, steinharten Brötchen und einem Heißgetränk aus der Kanne von gestern. Allerdings haben nun genau solche Arbeitgeber immer häufiger Probleme mit dem Finanzamt. Gerade weil sie ihren Mitarbeitern morgens unbelegte trockene Brötchen und abgestandene Heißgetränke kostenlos angeboten haben. Denn viele Finanzämter sehen dies als einkommensteuerpflichtige Zuwendung an. Und deshalb landete dies nun vor dem Bundesfinanzhof in München. Überraschenderweise sprach sich diese aber gegen die Vorgehensweise der Finanzämter aus und entschied, dass ein labbriges, unbelegtes Brötchen und ein teerähnliches Heißgetränk alles Mögliche sein kann, nur eben nicht ein Frühstück und damit auch keine einkommensteuerpflichtige Zuwendung. Ob nun dieses aufgebackene und unbelegte Brötchen von letzter Woche und das sehr dünne Heißgetränk nun wirklich lecker ist oder eher nicht, dazu wollte sich der Bundesgerichtshof jedoch nicht äußern. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Nashville. Wenn ich meine Tante Erna fragen würde, was sie zu der Musik meiner Eltern damals gesagt hat, dann würde sie vermutlich meinen, dass diese vermaledeite Rock'n'Roll-Musik die Jugendlichen nur unnötig Kurre gemacht hat. Dann würde sie ihre Ray-Ban Sonnenbrille aufsetzen und mit ihrer Harley Davidson und AC/DC im Radio in Richtung Sonnenuntergang fahren. Und für ziemlich vermaledeit hält scheinbar Pastor Dan Raheel von der St. Edward Catholic School in Nashville die Bücher der Harry Potter Reihe. Denn diese sind ab sofort an der Schule verboten. In einer Mail an die Eltern seiner Schüler erklärte er diesen Band damit, dass, Zitat, die Flüche und Zaubersprüche in diesen Büchern echt sind und wenn sie von einem Menschen gelesen werden, böse Geister heraufbeschwören könnten. Darauf erst einmal Expelliarmus. Dies wirft wiederum nun ein vollkommen neues Bild auf andere Bücher, die dann hoffentlich auch vom Pastor Dan Raheel verboten werden. Wie dieses komische alte Buch, wo eine Maria angeblich unbefleckt ein Kind kriegen konnte. Klassische Vaterschaftsverschleierung und noch eindeutiger Kindergeldbetrug. Pesci Pestanomi. Glasgow. Wenn es etwas gibt, das alle Menschen in Schottland eint, dann ist es der Hass über die ewige Frage, ob sie unter dem Kilt etwas anhaben. Schon William Wallace sagte einst, sie können uns unsere Freiheit nehmen, aber nie die Freiheit, unten alles locker schwingen zu lassen. Und natürlich der Hass auf die Engländer, das eint immer weltweit. Allerdings kam es nun in Glasgow vor kurzem zu einer Art Hassverbrechen, als ein Unbekannter einen Mann auf einem Fahrrad, der hinter sich in seinem Gepäckkorb einen Dudelsack mit sich führte, genau diesen klaute. Sofort stoppte der Mann, stellte sein Fahrrad beiseite und rannte nun dem Dudelsackdieb hinterher. Und trotz einer extrem guten Lungenleistung, dank jahrelangen Dudelsackblasens und dem Musizieren mit einem Dudelsack, konnte er den Dudelsackdieb nicht fassen. Also ging er traurig zu seinem Fahrrad zurück. Aber wer klaut denn bitteschön einen Dudelsack in Schottland, wo doch jeder weiß, dass sie da an fast jeder Ecke auf den Bäumen wachsen? Das lernt man doch schon in der Schule.
Und noch zum Abschluss das Fake News Medium der Woche. Ist dieses Mal eindeutig das Beef Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Beef Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Wer die letzte Ausgabe der News gesehen hat, kann sich bestimmt noch daran erinnern, wie ich dort meinte, dass ich mich seit langer Zeit in einem ausgewachsenen Beef befinde. Ich persönlich denke immer, dass man nie zu niedrig in das Regal greifen sollte, sondern eher höher. Dementsprechend habe ich seit mehreren Jahren einen Beef mit Gott. Alles fing eigentlich ganz normal an, als mich eine Reporterin fragte, ob ich denn größer sei als John Lennon. Was nicht schwer ist, denn John Lennon ist Engländer und das bedeutet, dass er weder Elfmeterschießen kann, noch ist er größer als 1,60 Meter. Und so meinte ich, dass ich natürlich größer bin als John, vermutlich auch als Gott. Woraufhin mich Gott auf Twitter blockte und über mich lästerte wie ein kleines Schulmädchen. Deshalb hoffte ich nun, dass das Beef Magazin das beenden könnte. Und nachdem ich stundenlang darauf rumgekaut habe, schickte mir Gott auch einen Entschuldigungstweet, wie es sich gehört. Deshalb sei nicht gewarnt, Beef Magazin, die dunkelgrüne Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort nicht mehr unter Gottes Beobachtung. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.